Die Sprengisandur ist mit etwa 200 Kilometer die längste isländische Hochlandpiste in Nord-Süd-Richtung. Sie führt quer durch die Mitte des Hochlands, vorbei an beeindruckenden Gletschern und durch menschenleere Steinwüsten. Die Sprengisandur ist ein sehr alter Weg, der schon ab den frühesten Zeiten der Besiedlung Islands benutzt wurde. Heute ist sie vor allem ein beliebtes Reiseziel für Jeepfahrer. Oder für besonders abenteuerlustige Reisende ist sie durchaus auch mit dem Fahrrad befahrbar. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, wir sind auf Island auf der eben vorgestellten Sprengisandur, mitten in der Mitte des Landes, in der absolut tiefsten Wildnis. Und heute wollen wir euch wieder einmal mitnehmen auf einen Tag auf unserer Fahrradweltreise. Aber warum sind wir denn jetzt überhaupt auf Island? Im letzten Video waren wir doch noch auf Laos oder in Laos. Wie sind wir denn jetzt so schnell hierher gekommen? Also diese Frage bekommen wir immer wieder und ja, es ist natürlich auch verständlich, dass das alles ein bisschen kompliziert und nicht unbedingt nachvollziehbar ist. Also die Sache ist so. Wir sind jetzt seit über 4 Jahren kontinuierlich auf Fahrradweltreise und machen nebenbei diesen YouTube-Kanal. Und wenn wir jeden Tag 4, 5, 6 Stunden Fahrrad fahren, haben wir nicht die Zeit dafür, die Videos aktuell immer auf dem neuesten Stand zu halten. Das bedeutet, die Videos, die wir auf unseren YouTube-Kanal hochladen, sind in den meisten Fällen älteres Videomaterial. Dieses Video hier ist jetzt eine Ausnahme. Wir sind heute am 28. Juli 2020 hier auf Island. Das ist der aktuelle Stand unserer Reise. Die Videos aus Laos liegen ungefähr 1,5 Jahre zurück, ja, um und bei. Und wir bearbeiten die Videos nach und nach in der Reihenfolge. Das bedeutet, nach den Laos-Videos kommen die China-Videos, die Mongolei-Videos, die Russland-Videos, die Südkorea-Videos und dann kommen die Videos aus Mittelamerika bis Kuba, wo wir März 2020 dann aufgrund von Corona, ja, ich sag mal, naja, nicht gestrandet sind, aber ja, unsere Reise abbrechen mussten und zurück nach Deutschland fliegen mussten. Und vor ungefähr einem Monat sind wir dann wieder losgefahren in Deutschland, durch Dänemark und dann mit der Fähre nach Island. Und jetzt sind wir hier. So, und wenn ihr, und genau, und diese ganzen Videos, die werden halt nach und nach kommen. Jeden Sonntag 10 Uhr ein Video. Und wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, diese mega genialen Videos, die noch alle kommen, dann abonniert jetzt unbedingt unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem heutigen aktuellen Video aus Island. Und jetzt machen wir uns Frühstück. Ja. Unsere Morgensroutine sieht so aus. Unser Frühstück machen wir im Zelt, weil letzter Tag ist echt frisch und durchaus der Wind ist sehr frisch. Deswegen gucken wir, dass wir echt im letzten Moment aus dem Zelt aussteigen. Jetzt der Thermometer zeigt 10 Grad. Ich weiß nicht. Die letzten Tage war viel kälter, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, der Wind ist sehr frisch. Deswegen ich richte das Frühstück an und Michael kocht das Wasser dafür. Und wir zeigen gleich, was wir essen.
So ist unser traditionelles Frühstück mit Haferflocken gepimpt, mit Chiasamen, Hafersamen, nee, wie heißen die? Hanfsamen, Rosinen, bisschen Zucker, Prise Zimt. Guten Appetit, Michel. Ah ja, das ist meins. Und dazu einen Zikorien-Kaffee. Ziemlich cooles Zeug. Haben wir noch in Deutschland gekauft. Machen wir irgendwie so wie ein Tee. Funktioniert irgendwie ziemlich gut. Und ein Oreo-Keks gibt's auch gleich. Oh, jeden Tag ein Oreo-Keks. Streng rationiert hier. Streng rationiert hier in der Wildnis. Jeden Tag ein Keks. Die Packung haben wir vor 4 Tagen aufgemacht. Vor 5. Eiserne Disziplin hier am Start. Guten Appetit. Ah, Kokosraspen sind auch noch drin, das habe ich vergessen. Ah ja. Gut, weiter geht's. Heute ist der 5. Tag für uns auf der Sprengisandur und das Wetter ist wieder herrlich. Gestern war es genauso. Strahlend blauer Sonnenschein und Rückenwind. Die 3 Tage davor, also die ersten 3 Tage, war es dafür umso schlechter. Wir hatten heftigen Wind, heftigen Regen und ziemlich niedrige Temperaturen. Nachts war es ganz schön kalt im Zelt, wahrscheinlich schon unter dem Gefrierpunkt. Und auch tagsüber 3, 4, 5 Grad. Dazu der eiskalte Wind aus dem Norden, was in Ordnung war, da wir Richtung Süden fahren. Also zumindest hatten wir Rückenwind. Aber nichtsdestotrotz war das ganz schön krass. Und ja, heute wieder super Wetter, perfekte Rahmenbedingungen zum Filmen. Und auch die nächsten Tage soll es durchaus gut sein, sodass wir wahrscheinlich die letzten, was sind das jetzt, ungefähr 200 Kilometer, glaube ich, bis wir wieder auf der Ringstraße ankommen, auf der 1, die einmal quasi komplett um Island herumführt. Und dann sind wir unten im Süden an der Küste. Da ist es dann sowieso auch meistens immer ein bisschen wärmer. Das wird, glaube ich, ganz gut.
Aber für heute erstmal genießen wir gemeinsam hier diese genialen Landschaften. Hier auf der rechten Seite kann man noch ein bisschen den Gletscher Höfsjökull sehen. Das ist der drittgrößte Gletscher auf Island. Und vorne links, schon langsam angedeutet, der größte Gletscher von Island. Ich weiß nicht genau, ob wir nachher noch ein bisschen mehr davon sehen können. Der Vatnajökull. Der ist echt riesig. Der ist ja fast kreisförmig, kann man so in erster Näherung sagen, mit einem Durchmesser von über 100 Kilometern. Unglaublich. Aufgrund der ganzen Gletscher gibt es hier sehr viele Furten. Das sind so ja, kleine Flüsse quasi, die von den Gletschern gespeist werden. Und die sind natürlich entsprechend eiskalt. Und hier oben gibt es natürlich keine Brücken darüber. Das hier ist jetzt ja, ein kleines Teil, da kann man wahrscheinlich sogar so durchfahren. Gestern mussten wir auf jeden Fall durch ein paar richtig tiefe und breite Furten durch. Eiskalt, dann halt ja, Schuhe ausziehen und barfuß durch das Wasser. Weiß ich nicht, 2, 3, 4 Grad oder so vielleicht höchstens. Kommt direkt von den Gletschern halt und wird hier oben halt bei ja, 10 Grad oder was wir hier haben, 5 Grad. Na, heute halt vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht 10, ja, heute 10. Da wird das nicht wirklich aufgewärmt. Gut, und du willst durchfahren? Jo. Da rechts sieht gut aus, ja. Na, dann mal los. Man hat nur einen Versuch. Viel besser auf diesen Steinen fahren, aber ab und an rutscht man trotzdem aus. Das Tolle am Radreisen ist, dass man so unabhängig ist, dass man frei ist. Man kommt dahin, wo man hinkommen will und wo man hinkommen kann. Es hängt alles von dir selbst ab. Deine eigenen Kräfte treibst du dich an. Und hier auf Island spürt man das besonders, weil oft fahren wir durch diese riesigen
Landschaften, die leer sind und gefüllt sind wie die einzigen Menschen auf diesem Planet. Du wirst in die Realität nur dann geholt, wenn mal ein Jeep dir entgegenkommt und die Leute dich bewundern und Daumen hoch zeigen und winken. Sonst ist es diese Ruhe, die man auch hat. Man hört nur die Straße ganz bisschen, der Wind. Und sonst ist es echt so ein unglaubliches Gefühl, hier mit dem Fahrrad durchzufahren. Die Landschaften sind einfach echt nur so genial. Halt natürlich was ganz Eigenes, was ganz Besonderes, so dieses Grau größtenteils halt, diese Steinchen. Dieses Vulkangestein erinnert teilweise so ein bisschen an Tadschikistan. Da hatten wir ja durchaus ähnliche Landschaften. Aber hier hat man dann jetzt noch die Kombination mit diesem krassen Gletscher da hinten im Hintergrund. Und so ein strahlend blauer Himmel heute. Das ist richtig krass, wie blau der Himmel ist. Da vorne sieht man das. Weiß ich nicht genau, ob das auf der Kamera wiederkommt, aber die Farben sind einfach nur sowas von krass. Und dann das Wolkenspiel auf diesen ewig weiten, epischen Landschaften. Man kann hier, was weiß ich, 30, 40 Kilometer weit gucken oder so oder noch länger, noch weiter. Ein paar Seen da vorne. Wunderschön. Mir gefällt das richtig gut. Total da. Total da. Total da. Aber T musst du viel länger. Total da. Total da. Total da. Ah, ich mach doch. Wer das aussprechen kann, gewinnt einen Preis. So, jetzt gibt es erstmal Mittagspause. Genug gefahren erstmal. Jetzt brauchen wir neue Kräfte. Neue Energie. Und es gibt was richtig Gutes. Couscous mit Tofu und verschiedenen Gewürzen. Und dem aufmerksamen Zuschauer ist es heute Morgen aufgefallen, das heiße Wasser haben wir in die Thermoskanne abgefüllt. Damit machen wir uns jetzt den Couscous. Ja, das machen wir jetzt seit wir auf Island sind, immer Wasser kochen zum Mittag, weil ja, durchaus ist es echt frisch und es tut richtig gut, was Warmes zum Mittag zu essen. Und man fühlt sich dann drinnen warm und draußen ist auch dann gleich wärmer. Ja, das Essen ist fertig. Unser Couscous, Tofu. Sehr gut. Und Nachtisch darf natürlich nicht fehlen. Unsere gute Frucht-Nussbox mit, Moment, Rosinen, Erdnüssen und Datteln. So, da müssen wir gleich durch. Eine Furte steht vor uns. Sieht sogar ziemlich groß aus. Aber bevor wir das machen, müssen wir noch was anderes machen. Und zwar, wie ihr vielleicht bis jetzt schon festgestellt habt, in diesem Video haben wir während des Videos keinerlei Werbeunterbrechung eingeblendet, nur am Anfang und ganz am Ende.
Und dementsprechend haben wir uns was anderes überlegt. Wir machen jetzt einen kleinen, kurzen, persönlichen Werbeblock mit ein paar Dingen, die wir nutzen, die wir gesponsert bekommen haben, die wir selber verkaufen, etc. Los geht's, Werbung. Zuerst unsere Fahrräder, und zwar haben wir vor ungefähr 1,5 Monaten neue Fahrräder bekommen von der Firma Böttcher Fahrräder. Und wir fahren jetzt das Modell Böttcher Evolution. Und ihr habt es ja im Video jetzt selber schon gesehen, das Fahrrad ist für solche Pisten gemacht wie kein anderes. Es fährt sich wirklich richtig geil, das müssen wir einfach sagen. Danke Böttcher, super, coole Räder. Gut, weiter geht's, und zwar mit unseren T-Shirts von der Firma Wild. Und das Besondere ist, diese Klamotten sind aus Holzfasern gefertigt. Und das ist ein ganz tolles Material, weil es erstmal super weich ist, sehr angenehm und sehr antibakteriell vor allem. Das heißt, man kann diese T-Shirts wirklich tagelang tragen. Ich weiß gar nicht, ich trage das hier jetzt glaube ich schon seit einer Woche und habe es nie ausgezogen. Und es fängt nicht an zu müffeln, weil es einfach so antibakteriell ist. Sehr tolle Produkte, made in Europe, komplett ökologisch und fair und alles. Und wenn ihr bei Wild bestellt und den Gutscheincode rausgefahren benutzt, bekommt ihr sogar noch 5 € Rabatt und wir bekommen eine kleine Provision. Vielen Dank. Und an dieser Stelle wollen wir uns natürlich bei all unseren Unterstützern auf Patreon bedanken. Vielen Dank euch, vielen Dank, dass ihr euch unterstützt. Wenn du uns auch unterstützen willst, findest du Link zur Patreon-Seite unten in der Videobeschreibung. Oder du kannst auch die selbstbemalten Karten, die ich von jedem Land male, auch bestellen. Jetzt gerade gibt es eine Karte aus Island. Jetzt Ende Werbung, jetzt müssen wir den Fluss überqueren. Zurück in die Wirklichkeit. Ah. Okay, jetzt geht's. Okay, das war nicht so schwer. Ich glaube, Schwierigkeitsgrad 2 von 5. Weil das war so ein großer flacher Stein und das war nicht so tief und keine große Strömung. Wäre schon Schlimmeres. Also 5 ist sehr schwierig und 1 Genau. ist sehr einfach. Ja. Sehr gut, Nummer 2. Ja, Ja. Einverstanden. Ja, das war in Ordnung. War auch nicht so kalt, ne? Das war vorgestern war es schon kälter, oder? Ja, vor allem wenn das jetzt draußen Sonne scheint, das ist auch irgendwie anders. Sehr gut. Ja, Handtuch am Start. Das ist sehr gut. Und dann wieder in die Wollsocken und die Schuhe.
Berg geschafft. Boah, eine mega krasse Aussicht von hier oben. Oh, voll schön. Überall Schnee, Seen, Wolken. Und kein Menschenseele, nur wir. Auf dem Gipfel. Krass. Mega. Wow. Boah. Da fehlen einem die Worte. Geradeaus, ganz schön weit weg, aber so gerade eben sichtbar. Unser nächstes Ziel, Land Manalauga. Das ist, ja, ich weiß gar nicht so genau, eine Gebirgskette, glaube ich. Beziehungsweise ein Dorf oder eine Gegend, wo auf jeden Fall ganz viele Leute zum Wandern hingehen. Und ja, nee, das werden wir nicht machen. Wandern ist nicht so unsere Sache. Aber wir werden da durchfahren und auch über diesen Gebirgszug noch fahren. Ja, und da in Land Manalauga auf jeden Fall ein bisschen Pause machen. Wir wollen wahrscheinlich morgen oder übermorgen früh da ankommen. Ja, weil dann soll das Wetter wieder ein bisschen schlechter werden. Da werden wir wahrscheinlich 2 Nächte bleiben. Heute ist Dienstag, glaube ich. Ja, heute ist Dienstag, genau. Und Freitag und Samstagmorgen soll das Wetter sehr, sehr schlecht sein. Heftige Regenschauer. Deswegen ist es dann immer schön, einen sicheren, ordentlichen Ort zu haben, wo man dann das entsprechend abwarten kann. Ja, und jetzt kann man es schon sehen. Wasser für heute Abend. Wir sind uns nicht mehr sicher, ob wir zum nächsten Fluss kommen. Ausgezeichnet auf der Karte ist der nächste in 16 Kilometer und ist schon abends. Deswegen haben wir jetzt Wasser abgefüllt und gucken wir, wie weit wir kommen aus dem Fluss. Es ist ein bisschen trüb mit dem ganzen, dass es so ein bisschen durchgewühlt ist. Aber man kann aus jedem Fluss in Island trinken und aus jedem Wasserhahn. Das stand auch irgendwo in so einem auf so einem Campingplatz groß ausgeschildert. Und wie heißt der Fluss? Skurdur. Oh, der Wind hat gedreht.
Er kommt von vorne. Aber das bedeutet, er kommt aus Süden. Und das bedeutet, dass er doch echt definitiv wärmer ist als der kalte Nordwind die letzten Tage. Was ja, dementsprechend ganz in Ordnung ist. Wir haben in dem Video noch gar nichts über Corona gesagt. Sollen wir da noch mal was zu erzählen? Ja, wieso gibt kein Corona? Ja, nee, also was soll man sagen? Natürlich hier, wir sind in der absoluten Wildnis. Besseres Social Distancing geht wohl nicht. Aber auch auf dem Rest der Insel ist vergleichsweise wenig davon zu merken. Das Einzige, was wir bisher gemerkt haben, würde ich sagen, ist, dass vor den Supermärkten meistens, nicht immer, aber meistens dann doch eine Flasche Desinfektionsspray steht für die Hände. Ja, aber sonst, nee, also es läuft keiner mit einer Maske rum oder sowas und es gibt, ja, soweit ich sehe, irgendwie keinerlei Beschränkungen. Ja, das liegt... Außer bevor man nach Island kommt, genau. soll man Corona-Test machen. Ja, muss man, genau. Das ist der einzige Unterschied. Also wir sind mit der Fähre gekommen von Dänemark, von Hirtshals nach Seyðisfjörður im Osten von Island. Und in Dänemark, in Hirtshals, bevor wir auf die Fähre durften, wurden wir auf Corona getestet. Und im Verlauf der Überfahrt wurde uns dann das Ergebnis mitgeteilt, ja, entsprechend negativ. Deswegen sind wir hier und so, ja, wird es halt auch am Flughafen gemacht. Deswegen bekommen die nur sehr, sehr, sehr schwierig neue Corona-Fälle hier rein. Die Zahlen sind auch extrem niedrig. Deswegen, ja, sehr schön hier zu sein im Moment. Was soll man dazu sagen? Ja, so sieht's aus. So viel zum Thema Corona. Also bleibt gesund und achtet auf die Schutzmaßnahmen etc. Hier in Island ist es glücklicherweise sehr entspannt. Ui. Knapp 40 Kilometer gemacht, 39 oder so. Das soll es sein für heute. Wir suchen uns einen Zeltplatz, beziehungsweise Wir haben schon gefunden. haben ihn höchstwahrscheinlich schon gefunden. Hier unten, da kommt man ein bisschen runter. Hat einen super coolen Ausblick. Und Windschutz. Und vor allen Dingen Windschutz, genau, der Wind kommt quasi von hier. Deswegen, ja, wenn man runter geht, gibt es ein bisschen Windschutz. Ja, die Sonne steht noch hoch. Aber das hat nichts zu sagen. Es wird hier wirklich im Moment nicht dunkel. Also die Sonne geht zwar unter, aber es bleibt hell. Hier singt ein Härchen. Es bleibt hell die ganze Nacht. Auch wenn man um 2 Uhr nachts oder so aufsteht, kurz rausguckt. Alles hell. Alles hell, wirklich nicht dunkel. Ja, wir haben uns schon dran gewöhnt. Ich muss sagen, am Anfang war es doch vielleicht ein bisschen ungewöhnlich und nicht so einfach zum Einschlafen. Aber jetzt mittlerweile merke ich das gar nicht. Ja. Wir legen uns hin und schlafen und dann stehen wir auf und merken gar nicht, dass die ganze Zeit hell ist. Das Witzigste ist, in so einer Fahrradratgeber steht, wenn der Wind so stark ist, soll man nachts fahren, weil nachts der Wind oft nachlässt oder gar nicht mehr da ist. Das bedeutet aber auch, dass man nachts fährt und dass es halt hell ist. Das ist echt, das ist schon verrückt. Haben wir noch nie gemacht. Hoffen, dass wir noch nie das machen müssen.
Gut, Zelt steht. Alles einsortiert und eingepackt. Jetzt können wir uns um den besten Teil des ganzen Tages kümmern. Abendessen. Abendessen. Es gibt einen großen Nudeleintopf oder so mit Bolognese-Soße und Soja-Chunks und Zeigen wir gleich alles. Mit der Aussicht kann man auf jeden Fall kochen. Wow. Mega. Also, wir haben ein halbes Kilo Fusilli, eine Dose Tomatenstückchen, eine halbe Dose Sauce Bolognese vegan mit so Sojagranulat und verschiedenen Tomatengewürzen etc. dazu haben wir noch zusätzlichen Sojagranulat. Dann haben wir noch eine Möhre und die sieht nicht so gut aus, nicht close. Und Knoblauch. Ordentlich Knoblauch. Also einfache Küche, aber gesunde Küche, leckere Küche. Ja, wir haben auch vielfältig eingekauft. Wir hatten auch die Tage Hirse gegessen, Reis gegessen, Linsen gegessen. Dazu dann, genau, Tofu hatten wir auch noch. Also nicht so Tofu, der nicht gekühlt werden muss. Ja, Spaghetti hatten wir. Genau, das Zeug Mehr hatten Gemüse wir. hatten wir auch am Anfang. Gemüse, Jetzt ja. Jetzt gibt's nur noch die letzte die Karotte. letzten Karotten. Aber drinnen sind die noch gut, die sehen nur von außen etwas komisch aus. Ja, verschiedene Dosen hatten wir auch dabei. Genau. Super. Was ist los? Und das gute extra Virgin Olive Oil in der Glasflasche natürlich. Muss sich ja auch lohnen. Super, das sieht schon sehr gut aus. Das muss noch einen kurzen Moment durchziehen. Und die Zeit nutzen wir insbesondere dafür, nochmal ein riesengroßes Dankeschön an alle unsere Abonnenten auszusprechen. Denn mittlerweile sind wir über 30.000. Wow, mega cool. Wir freuen uns riesig, dass euch unsere Videos so sehr gefallen und dementsprechend hoffen wir auch, dass euch das heutige Video, das aktuelle Video aus Island gefallen hat. Nächste Woche geht es dann weiter mit den China-Videos, ne? Nee, Vietnam erst. Vietnam kommt Waren erst wir noch. auch kurz, genau. Stimmt. Eine Folge Vietnam. Eine Folge und dann, Vietnam. Dann geht es mit China los. Richtig, genau. Nächsten Sonntag wieder um 10 Uhr. Wenn ihr das nicht verpassen wollt und noch nicht abonniert habt, dann ist jetzt die Chance. Abonniert unseren Kanal. Dann werdet ihr alle Videos, die wir in Zukunft veröffentlichen, mitbekommen und sehen und nichts mehr verpassen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, auch und bitte ihr noch keinen Like hinterlassen habt, auch genau das, jetzt. genau. Einen Daumen nach oben und schreibt uns gerne einen Kommentar mit Fragen oder eurer Meinung zu dem Video. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Und jetzt Gleich das Abendessen. hauen wir uns das Abendessen rein. Es sieht sehr, sehr gut aus. Es duftet köstlich und mir läuft schon, man kann schon nicht mehr sprechen, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Wir werden nervös, also bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Teile das auf und dann kannst du ausmachen. Ah ja, aufteilen noch. Damit ihr neidisch seid.
Appetit!